Einen wunderschönen guten Abend aus Boreatien. Ich bin auf dem Rückweg und ich dachte mir gerade, dieses Naturschauspiel mit dem beginnenden Sonnenuntergang und dem Starkregenhimmel, der vor mir liegt, auf dem Wetterradar ist eine übelste Wolkenwand zu sehen gewesen. Letzte Nacht war auch schon heftig und wollte ich einfach mal das Panorama und die Straße für euch einfangen, die Gegend. Weil Juri immer gesagt hat, mache mal ein paar Videos, wenn du unterwegs bist. Mal schauen, was es zu sehen gibt. Wir haben jetzt gegen 19 Uhr boreatische Zeit und ich bin mitten auf dem Heimweg. Alles erledigt, OD, alles fertig und mach kurzes Rauchpäuschen. Lieber steht hier rum, bisschen beladen mit ein paar Rohren, Profilrohre, den Hänger zu erweitern, zu reparieren. Oder ja, ansonsten war alles erfolgreich, kann man so sagen. Bin ganz zufrieden. Mal schauen, wie die nächsten Kilometer werden. Ich versuche noch Juri noch ein paar Videos von einer Nacht einzuspielen. Er muss sie bearbeiten und entscheiden, ob das geht. Und von der Hinreise haben wir noch ein paar Videos gemacht. Mein Beifahrer extra für euch. Mal schauen, ob man es verwenden kann. Würde mich freuen, wenn ein neues kleines Video für euch rauskommt. Bis zum nächsten, euer Matze. Tja, was bedeutet lieber fahren in Russland? Hat man mich mal gefragt. Da habe ich mal so einen Spruch gefunden auf einem schönen T-Shirt. Lieber fahren bedeutet da stecken bleiben, wo andere gar nicht erst hinkommen. Schneller Spaß für euch am Rande. Gar nicht so einfach. Auto fahren und nebenbei noch eine Kamera halten. Halleluja. Was tut man nicht alles für Juri? Und unsere Zuschauer. Oje. So, ich denke, das reicht jetzt. Bis zum nächsten Videoschnipsel. So, wir haben noch ein kleines, niedliches, russisches Dörfchen für euch, wie es hier ganz viele gibt. Das ist auch hier in Boreatien üblich, dass die Kühe immer quer durch die Dörfer laufen und selbst auch auf den Straßen. Das kommt hier sehr oft vor, dass man bremsen muss für die Kühe oder für die wilden Pferdchen. Gibt es ja auch ganz viele. Entschuldigung, wenn die Kamera ein bisschen wackelt. Ich habe zwar so einen kleinen Tsunami in der Hand, aber der alte Asphalt hier in dem Dorf ist doch nicht ganz so eben, wie man sich das vorstellt. Das ist nicht unbedingt eine Autobahn. Aua. Hier beide Hände zum Fahren, tut mir leid. Bis zum nächsten. So, für alle technisch Begeisterten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Mein Generator bringt schlecht Spannung. Wir haben Regenwetter und ABS, Motorleuchte sind gekommen.
Der Tachometer geht nicht mehr, deswegen das rote Dreieck da unten rechts. So, jetzt für euch mal, weil ich die freche Frage bekommen hatte von einem Bekannten: Wieso hast du da auf dem Lader oben diesen Flakscheinwerfer? Wir haben Abblendlicht. Jetzt haben wir Fernlicht. Und jetzt haben wir Flutlicht. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Normales Fernlicht, Flutlicht. Und die Straßen sind, wie gesagt, hier nicht beleuchtet. Aber leider habe ich ein kleines Problem mit meinem Generator. Das Handy runtergefallen, weil die Spannung sehr zusammenbricht. Und mein kleiner Lader wieder ein wenig kapriziös ist bei dem Regenwetter. Wie immer. Also mal für euch zur Erklärung, wozu ich den Flakscheinwerfer brauche. Guten Morgen allerseits. Nachdem ich nun etwa 3 Stunden geschlafen habe in der Nacht bei dem Starkregen, geht es jetzt weiter. Ich bin schon ein Stück gefahren. Jetzt zeige ich mal kurz, wie mein Auto aussieht. Von außen gehe ich nicht raus, ist immer so schlammig. Jetzt geht die Fahrt weiter Richtung Heimat. Mal schauen, wie die Straße sich noch so entwickeln wird. Irgendwas ist jetzt mein nächstes Ziel, der nächste große Ort. Im Verhältnis gesehen, was man hier in Sibirien als groß nennen kann, ein kleines Dorf. Da gibt es einen schönen kleinen Imbiss. Da werde ich eine Pause machen, bevor ich den letzten Weg nach Hause antrete. Mal sehen, ob ich noch ein paar Videos für euch drehen kann. Bis später. Eine kurze Fragenbeantwortung. Weil die Frage immer wieder kommt: Warum hat mein Lader die Nummer 702 für Baschkirien? Ganz einfach, ich habe meine Migrationsbürokratie in Baschkirien durchgeführt, weil meine liebe Frau aus Baschkirien stammt. Und ich habe 5 Jahre sozusagen in Baschkortostan gelebt. Und man braucht die Nummer in Russland nicht ummelden. Kostet nur Geld und Bürokratie. Man kann sie weiter benutzen. Und deswegen bleibt die Nummer dran. Das ist meine Erinnerung an die schöne Zeit in Baschkirien. Ganz einfach. Ansonsten hätte ich dann auch 03 für Burятien. Aber wie gesagt, muss nicht sein. Ich habe auch keine Lust dazu. So, und so sieht der Lader aus. Nach der Offroad-Schlammschlacht auf den letzten Kilometern zum kleinen Dörfchen, wo ich gerade gemütlich gefrühstückt habe. Ein paar Kaffees, leckere Suppe und was Süßes zum Essen. Und wie gesagt, alle Offroad-Fans von euch hätten hier bei uns ihre wahre Freude. Ihr könntet euch hier so richtig austoben. So, und jetzt mache ich weiter. Ich will spätestens mittags zu Hause sein. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. So, es gibt noch was Kleines zu berichten. Hier ist mein Reserverad, was jetzt im Kofferraum liegt. Das andere musste ich montieren. Auf dem Hinweg hatten wir einen kleinen Zwischenfall. Da lagen Steine auf der Straße, in der Kurve nicht gesehen oder zu spät gesehen. Wir waren nicht allzu schnell unterwegs. Da hat es hier den regelrecht aufgesprengt. Ist jetzt insgesamt das 4. Rad, was ich auf der Strecke verloren habe. Und deswegen habe ich immer 2 Ersatzräder mit. Eins im Motorraum, wo es immer liegt. Dann daneben, und das zweite liegt im Kofferraum. Das ist noch so eine Geschichte am Rande. Aber das war kein neuer mehr. Wie ihr seht, ich habe extra die alten Gurken aufgehoben. Den hatte ich letzte Woche montiert, weil mir da auch schon ein Reifen kaputt gegangen war. Allerdings durch einen Nagel, den haben wir repariert.
Und jetzt ist das Originalrad wieder drauf und das alte Reserverad ist Schrott. So geht's manchmal hier auf der Straße. Nur so am Rande eine kleine Geschichte.